Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Eigentlich wollte ich Farben erschaffen, die aussehen wie rostendes Metall. Also habe ich eine Acrylfarbe mit Eisenspänen und flüssigem Eisen gemischt. Sie sollten lebendig sein, organisch, unberechenbar. Genau das sind sie geworden, unberechenbar. Doch der Reihe nach. Am Anfang sah alles so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Eisen bekam diesen coolen, grünlichen, metallischen Schimmer und ich war richtig begeistert. Ich wollte, dass die Oberfläche so wirkt, als wäre das Metall langsam gealtert. Ein paar Eisenspäne für eine rauere Oberfläche, die können bestimmt nicht schaden. Ab jetzt kann das Eisen reagieren. Auf das metallisch-grünliche kam jetzt eine braune Rakelschicht, weil ich den Kontrast zwischen diesem Grün und dem Braun richtig gut fand. In dem Moment fühlte sich für mich alles noch richtig an. Genau die Richtung, in der ich das Bild haben wollte. Danach setzte ich eine blaue Mischung an, eine Perlfarbe, Eisenspäne und wieder das flüssige Eisen. Ich wollte das, was ich in Grün hatte, jetzt endlich in Blau haben, damit das so schön zu diesem Hintergrund passt. Ich dachte ja, ich bin auf dem richtigen Weg und das flüssige Eisen hat wirklich schön blau metallisch geschimmert. Ich war richtig gespannt, wie sich das Blau jetzt darüber legen würde. Und zu diesem Zeitpunkt kannst du ja das Grün noch sehen und das hatte sich noch gar nicht verändert. Und deshalb habe ich einfach weitergemacht. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt wirklich ausgemalt, wie das Bild hinterher aussieht, wenn es fertig ist. Also in meiner Version hat alles wunderbar funktioniert. Dann wollte ich noch ein weiteres Grün auf meinem Bild haben, allerdings als dunklere Variante, aber auch mit einem metallischen Glanz. Da sich auf meinem Bild immer noch nichts getan hat, habe ich mir erstmal meine grüne Metallic-Farbe angerührt.
Als letzte Schicht kam Zinn ins Spiel, wieder mit Eisenspänen und dem flüssigen Eisen, denn ich wollte meine Leinwand nach oben abschließen, also mit einer leichten Eisenschicht, die nach oben geschlossen wirkt. Die Farbe entsprach auch genau meinen Vorstellungen. Danach habe ich noch ein paar Details gesetzt. Ganz einfach nur dieses Flüssigeisen und das so verteilt, dass dort rostige Spuren entstehen sollten. Dann zeige ich dir einmal ein paar Details, nachdem ich fertig war. Und zu diesem Zeitpunkt sah alles ganz wunderbar und stabil aus. Nichts deutete darauf hin, was über Nacht passieren würde. Ich habe Glück und kann die Sonne nutzen, um dir zu zeigen, dass zwar alles sehr stark gerostet ist und das natürlich überhaupt nicht meiner Vorstellung entsprach, aber es sind ein paar klitzekleine Bereiche, kleine Fragmente, an denen ich genau den Effekt sehen kann, den ich mir gewünscht habe. Und zwar betrifft das mein dunkles metallisches Grün. Und bei dem hellen metallischen Grün ist es nicht so sehr gerostet, aber ich glaube, da habe ich ganz einfach zu wenig Farbe verwendet. Das Schöne ist, es glitzern auch etliche Partikel in der Sonne und ich zeige dir das Bild gleich einmal zum Abschluss auch an der Wand. Am Ende ist etwas ganz anderes entstanden, als ich es ursprünglich geplant hatte. Ich glaube aber, dass darin für mich auch der Reiz dieses Experiments gelegen hat. Ich wollte etwas kontrollieren, was sich selbst verändert. Und eben das geht nicht.